102 über Ungarn nach Russland. Und in Russland, da lernten wir erst eigentlich kennen, was Krieg heißt. Es war furchtbar. Nie wieder soll jemand so etwas erleben. Du bist ein so junger Bub. Du warst eine Null, aber eine ausgesprochene, du hast überhaupt nichts zum Sprechen gehabt. Sie haben ja damals keine Wahl gehabt, Sie haben einrücken müssen. Ja, da hat dich ja niemand gefragt. Wenn du nicht, das warst du das Erste, der was weg war. Da hast du nie wieder sind verschiedene, ja, das hat es gegeben. Aber die ist niemand mehr gesehen. Aber nie wer soll sowas erleben müssen. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, einen 102-jährigen Zeitzeugen zu interviewen. Und dieser 102-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 102 Jahre jung geworden ist, wie er damals den Zweiten Weltkrieg erleben hat müssen, warum er sich wünscht, dass er diese Zeit niemals mehr erleben muss und dass wir diese Zeit niemals mehr erleben müssen, was wichtig ist im Leben und was er sich für uns, für die Zukunft wünscht. Ich bin Daniel Pleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvolle Lebensgeschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Jung, 102. 102 Jahre seien sie jung. Ja. Am 6. Mai jawohl, 6. Mai 2025. Ne? Seien es 102 geworden, genau Ja. jetzt. Also am 6. Mai 1923 seien sie auf die Welt geboren. Ja. Jawohl. Und wie fühlt sich das an, so 102 Jahre zu sein? Wie ein 80-Jähriger. So Blüme. Sie machen ja immer noch sehr fleißig Morgensport, habe ich gelesen. Immer. Warum? Das beginnt schon um 7 Uhr. Da muss ich mal schon die Medikamente nehmen. Das ist ja immer pünktlich um 7 Uhr früh und um 19 Uhr abends. Täglich sollst du das machen. Ne? Und was ist dann? Dann kommt die Körperpflege und das Frühstück. Und was ist folgt dann? Die Gymnastik. Von der Zehe angefangen bis zum Kopf. Mit den Händen und den Füßen. Alles muss erprobt werden. Ja, das ist unbedingt erforderlich. Und was noch? Dann kommt Mittag und dann kommt das Schläfchen bis 14 Uhr. Das muss unbedingt sein. Mittagsruhe und Nachmittag. Mit dem Rollator, wenn es das Wetter erlaubt, in der näheren Umgebung circa 1 Stunde marschieren. Aber flott. Nicht langsam. Einmal langsam, einmal schnell, einmal langsam, einmal schnell. Und dann kehren wir wieder zurück. Und in unserer Wohngemeinschaft, in der Parkanlage, sitzen immer schon 4 oder 5 Damen. Na, da geselle ich mich dazu. Und da gibt es halt, was ist los, was ist das, was ist das. Da alleine habe ich auch ein bisschen was zum Reden, aber dann nicht mehr. Dann schweigen ich und spreche nur die Damen. Ja, und dann kommt das Abendessen. Und Fernsehen kann ich ja nicht. Das geht leider nicht mehr. Lesen geht auch nicht mehr.
Da ist nichts mehr. Jetzt ist natürlich die Zeit bis um ca. 21:30 Uhr. Da bemühe ich mich noch immer ein bisschen was draußen und immer noch ein bisschen zwischendurch auf dem Gang marschieren. Und dann 21 Uhr circa ist die Nachruhe. So ist ungefähr der Tagesablauf. Das machen Sie jeden Tag, vor allem den Sport. Jeden Tag. Und so geht es dahin. Sie sind ja 1923 auf die Welt gekommen. Ja. Wollen Sie erzählen, wie das damals war, so in den 1930er Jahren aufzuwachsen? Das war ja eine schwere Zeit früher. Damals war ja Kemmerton, war die Hochburg von der Sozialistischen Partei. Für uns Buben war das insofern, da waren wir circa 10 Jahre, da war der Umbruch und viele wurden verhaftet damals, leider Gottes. Und es war furchtbar, wie die Leute das gesehen haben, wie es auf die Autos verladen wurden, und kann man halt in ein so ein Anhaltelager. Ne? Wir Buben halt, wir haben halt nur zuschauen können. Ne? Ja, es war eine sehr, sehr harte Zeit. Das war jetzt die Zeit vom Austrofaschismus, meinen Sie? Ja, genau das. Und wie ist es dann gewesen 1938, wie dann der Anschluss Österreichs war? Wie ist das gewesen? Ja, wie war das? 1938 war ich im Hause von der Besitzer, war eine jüdische Familie. Und ich musste, weil ich war sehr gut mit dem Sohn, der war zwar um 3 Jahre älter, mit dem waren wir, also wir hatten keinen Unterschied, ob der Jude ist oder, das gab es bei uns Buben nicht. Aber nur mussten halt wir mit ansehen, wie die Eltern, besonders die Mutter und die Tochter, die wurden damals von der SS abgeführt. Und der Sohn bekam, der war ein Student in Wien für Welthandel, und er bekam von dort aus die Begünstigung, weil er 1 Jahr in Schwadorf, das war in der Wien eine größere Bauernanstalt, wenn er dort umsonst arbeitet, kann er nach Jerusalem, das war ja damals von den Engländern besetzt, das war noch nicht Israel, ne? Kann er dort auswandern. Und nach seinen Erzählungen später haben wir erfahren, was war da? Ja, da kam er in ein Kibbutz. Was heißt Kibbutz? Er bekam zum Essen und zum Leben alles. Aber er musste in einem Steinbruch arbeiten. Und 1941 bekam ich die Einberufung zum Arbeitsdienst. 1 Jahr lang Arbeitsdienst. Ja, wo denn? Nach Deutschland. In der Nähe von Karlsruhe. Für uns war furchtbar, wir waren keine Österreich mehr. Niederdonau hat es geheißen. Ja? Niederdonau. Und angesprochen wurden wir alle nur mit dem Namen Arbeitsdienstmann. Furchtbar war das. Der Gruß war nur Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, den ganzen lieben Tag. Ja, dann später, nach dem Jahr, wurde ich zum Militär überstellt und kam nach Steyr zu einer Ausbildung. Ja, wir haben uns eigentlich recht leicht getan, weil
die Umstellung vom Arbeitsdienst zum Militär war furchtbar leicht. Das Militär war viel leichter. Und so, nach einiger Zeit der Ausbildung, wo ging es hin? Nach Jugoslawien. Die erste Station war Agram. Dort wurden wir ausgebildet für den Partisanenkampf. Ja, was heißt Partisanenkampf? Ja, du hast die Leute beim Tag nicht erkannt. Der war ein Zivilist und in der Nacht war er eben von ihrer Seite aus ein Partisan. Es dauerte nicht lange, hieß es abmarschieren Richtung Südspitze von Jugoslawien und von dort ging es rüber ins Gebirge nach Albanien. Und in Albanien war ich ein ganzes Jahr. Und was bekam ich in Albanien? Die Malaria. Ja, was heißt Malaria? Das kann sich ja niemand vorstellen. Du zitterst und hast nur Fieber. Und wo sind wir gelegen? In einem Schafstall? Auf einem Strohballen. Aber das dauerte circa 3 Wochen, wurde dann besser und wir wurden dann doch mit Medikamenten so weit gebracht, dass wir wieder halbwegs gesund waren. Und von dort ging es dann weiter über Ungarn nach Russland. Und in Russland, da lernten wir erst eigentlich kennen, was Krieg heißt. Es war furchtbar. Nie wieder soll jemand so etwas erleben. Du bist ein so junger Bub und da musst du auf wen schießen. Der Unteroffizier neben mir sagt, du, schau her, nimm die Brille runter und schau rüber, da wirst du die Russen spazieren gesehen. So nahe war die Front zwischen uns und in der Nacht hieß es immer, Fritz, komm herüber, dass für dich der Krieg zu Ende ist. Also das heißt, die Russen wollten haben, dass wir überlaufen. Aber das war nicht gegeben. Und eines schönen Tages kam für mich der Befehl, zurück. Du musst sofort zurück in die Dienststube. Und der Unteroffizier, was dort anwesend, sagt, hörst du, was der Krieg, du kommst sofort in ein Unteroffizierlehrgang nach Deutschland zurück. Für mich war das insofern, ja, was habt ihr nie angestellt, dass ich von der Front direkt zurück in die Heimat kam. Ja, und bei der Ausbildung zum Unteroffizier bekam ich den 2. Malariaanfall. Wahrscheinlich waren viele Sanitäter gar nicht so ausgebildet, weil die haben nur gerufen, greift's nicht an, der hat Malaria. Die hätten geglaubt, das ist ansteckend. Das war aber, Malaria ist nicht ansteckend. Und so kam ich dann zurück, noch einmal, nach Bad Altheide hat das geheißen. Und das war furchtbar. Da sind wir gelegen, zwar auf Betten, ja, und mit den ersten Medikamenten, was wir bekamen, oh, die hatten eine starke Wirkung. Und was war? Mindestens 50% verstarben dort. Und wer? Große, starke Männer, die sind am ersten umgefallen.
Wir, die Kleinen, ich war ja nur ein ganz Kleiner, kam leider, also Gott sei Dank, über diese Runde. Und dann ging es auf einmal, ja, was machen wir mit ihm? Auf einem Unteroffizierlehrgang war er, ja, dann kommt er sofort in die Heimat. Ja, wohin denn? Nach Braunau am Inn. Und man denkt, wie kommst du denn dort her? Ja, aber braucht er nicht kommen. Und so kam ich nach Scherding. Scherding und Braunau. Ja, in Braunau wurde ich dann Unteroffizier und kam nach Gmunden. Und von Gmunden ging es wieder nach Linz zu einer Neuaufstellung. Das Interessante war dort, ich war Unteroffizier und da kamen die älteren Leute, wo es noch einmal rekrutiert worden sind. Und unter anderem war da ein Lehrer, den ich in Mathematik gehabt habe. Und was war als erstes? Jetzt muss ich dich noch grüßen, sagt er. Weil ich war Unteroffizier, ne? Na, und von dort ging es dann weiter an die Front. Und zwar in der Nähe von Hollabrunn. Das war schon März 1945. Ja, und was machten wir? Ja, wir befreien Wien. Wir hatten alles neue Waffen, wunderbar ausgebildet. So viele Soldaten habe ich überhaupt noch nie gesehen wie da. Und so hätten wir in der Meinung, wir befreien Wien. Und da waren Zivilisten dabei, die uns sagten, was wollten ihr? Die Russen sind ja schon in Wien. Aber wir hatten ja keine Ahnung. Ne? Und am 6. und 7. Mai 1945, der Krieg ist aus. Und niemand, ja, was heißt denn das? Wenn du geschaut hast, links und rechts, leer. Es war niemand mehr da. Die ganze Atmosphäre war so, man kann das gar nicht sagen. Was heißt das, der Krieg ist aus? Wir hatten keine Ahnung. Zivilisten haben uns dann aufmerksam gemacht, marschiert nur nach dem Westen. Und wohin? Ja, schaut, dass nach Sandl kommt, dort sind die Amerikaner. Ja, wo ist denn Sandl? Keiner wusste, aber dann im Laufe der Zeit, und eine Stunde war vielleicht Nachmittag oder kam man nicht wirklich nach Sandl. Aber Amerikaner waren keine da. Ja, wo sind denn jetzt die Amerikaner? Im Freistaat. Und so ging es dann weiter noch bis Freistaat. Und im Freistaat, ja was, Hunderte, ja Tausende Flüchtlinge und Zivilisten aus allen möglichen südlichen Staaten waren da auf der Wiese lagernd. Ja. Und ich bekam da so ein kleines Häuschen und da im Garten war eine Hütte, also ein Gartenhaus. Jetzt bin ich hineingegangen, darf ich da vielleicht heute schlafen? Ja, wenn noch Platz ist. Ja, wie ich dann hineinkomme, sind 3 schon drin gelegen. Nehmt's mir auch. Ja, Peter. Ja, und dort war ich 2 Tage, war ich dort in dem Häuschen. Und in der Nacht kam das furchtbare: Oberösterreich wird den Russen übergeben. Und da
statt Amerikaner, kamen auf einmal Russen herein. Die Leute, wo ich denen das Haus gehört habe, die haben gezittert. Na, das kann sich niemand vorstellen. Die Frau, die hatte furchtbare Angst vor den Russen. Und ich war gerade beim Rasieren, kam der Koch, musste sofort einheizen und von dieser Stunde an war ich eigentlich wie ein Hilf für den russischen Koch. Aber der Vorteil war der, wir hatten zu essen. Also das muss ich schon sagen, die haben immer geteilt mit uns. Hunger habe ich von dieser Stunde an keinen gehabt. Und noch dazu haben sie mir immer etwas gegeben für die Hausbesitzer, die rückwärts in einem Zimmer Platz genommen haben. Und am Tisch, am großen Tisch, kamen halt immer nur die Offiziere. Die russischen Offiziere, die haben da Platz genommen und was haben die gegessen? Ja. Die Einheit, das ist so ein Eintopf gewesen. Aber er war echt eigentlich sehr gut. Muss ich ehrlich sagen, es war gut zum Essen. Und so blieb ich bis in August. Und in August fragte er mich doch, wie schaut's daheim aus? Man hatte ja keine Verbindung, ne? Überhaupt nicht. Jetzt fragte ich den russischen Offizier mal es war nur ein Einzelner, ich möchte gern nach Amstetten. Er soll mir einen Schein, so einen Begleitschein geben. Ja, dann hat er mir gegeben und dann fragt er mich, der hat Deutsch gekonnt, wie ich das mache. Ne? Dann habe ich gesagt, zu Fuß. In der Früh stand auf einmal draußen bei der Hütte ein schönes Vorrat. Das geht dir. Also, das hat niemand geglaubt. Aber wirklich niemand. Natürlich war es gestohlen. Das Vorrat war irgendwo, hat er es geklaut. Ne? Und in 3 Tagen drauf, ich hatte mir inzwischen Bekleidung besorgt. Durch Hilfe von verschiedenen Leuten, die ich gekannt habe. Schon in die 4 Monate. In der Früh ging es los. Ich war der Meinung, fahrst du mal im Freistaat durch das Linzer Tor nach Linz. Da kam ein Zivilist und sagte, das ist der größte Blödsinn. Fahr sofort Richtung Berg. Sag ich, na, wie geht das? Ja, da fährst du dort und dort und dort, dann kommst du nach Berg. Ich musste ja zur Donau. Und wirklich war, nach 2, 3 Stunden war ich bei der Donau. Und was lag am Ufer? Es war furchtbar heiß, waren 5, 6 Russen. Ich habe zu denen dazugelegt und nach einer Zeit, was ich überhaupt will, ne? Habe ich nur gedeutet drüber. Ja, der hat dann gedeutet drüben und kam eine Zille herüber. Die Russen haben mir mit dem Fahrrad noch auf die Ziele geholfen. Und wie wir mitten auf der Donau waren, sagt auf einmal der, was mit dem Fuß gekommen ist, wie hast denn du das gemacht? Das ist unwahrscheinlich. Na, und so kam ich nach Walsee.
Und von dort ging es dann auf die Einserstraße Richtung Amstetten. Und vor Amstetten war die Abzweigung nach Aschbach. Da kannte ich mich ja schon aus. Und so ging es Richtung Heimat. Und das letzte war ein Stück Berg. Der heißt heute noch immer Kreuzsteckelberg. Und vor diesem Kreuzsteckelberg war ein Bauer. Und ich habe furchtbaren Durst gehabt und Hunger. Und der gehörte der Familie Sommer. Und natürlich haben mich die alle gekannt. Ja, aber Most können wir dir geben und ein Brot. Na, und so kam ich nicht an Kreuzsteckelberg und von dort ging es Richtung Kemmerton. Wer ist denn überhaupt noch anwesend von der Familie? Ja, es waren Vater und Mutter und die Tochter war auch anwesend. Und noch waren anwesend die Besitzer vom Haus. Das habe ich dann gefragt, ob ich schlafen dürfte. Na, selbstverständlich. Und der Kampf dann in der Familie, im Ort selber, der Ort war ja besetzt von den Russen, aber viele hatten ja vom Ort aus die kommunistische Partei. Die stellte den Bürgermeister und so weiter. Und die kannte ich alle. Und habe ich geschaut, wie schaut es dann aus? Naja, es ist sehr schlimm. Wo müsst ihr überhaupt hin? Da habe ich gesagt, ja, jetzt möchte ich mal da bleiben. Zum Glück hatte ich im Ort einen Onkel, der war Konsumleiter. Konsum war das, was man, ein Lebensmittelgeschäft. Und zu dem bin ich, du, Freundsonkel, kannst du mich aufnehmen? Kann ich bei dir bleiben zum Arbeiten? Na, sagt er, das geht nicht. Schau, wir sind voll besetzt. Das kannst du nicht machen. Ja, aber dann durch Bekannte hatte ich dann einen Job bekommen. Ne? Und da lernte ich eines Tages auf der Kemmertner Brücke einen Schanzer kennen. Der war beim englischen Heer einmarschiert in Kärnten. Und den hat unheimlich interessiert, wie schaut es denn bei mir aus mit dem Haus? Was ist denn überhaupt? Na, und wir zwei treffen sich da auf der Brücke. Na, das war ein Hallo. Und der sagte gleich zu mir, du, kümmere dich ums Haus und ums Geschäft. Schau, ich werde alles versuchen. Ich habe den Bezirkshauptmann, den kenne ich gut. Und so gelang es uns im Jahre 1946, das Kaufhaus Schanzer wieder zum Eröffnen. Und dort blieb ich bis nach 60 Jahren. Da ging ich in Pension. Das war Mai 1983. Und wie haben Sie dann Ihre Frau kennengelernt? Ja, das kommt auch noch. Vis-à-vis von unserem Schanzergeschäft war auch ein Geschäft und das hat geheißen Mitmannsgruber. Und dort war meine Frau als Köchin beschäftigt. Aber ne, wie es so war, es kam jetzt ins Gespräch und ihr wurde nahegelegt,
der Wittmannsgruber wollte nicht, dass ich in seinem Haus und mit meiner Frau, die Josephine, zusammen war. Aber nun war die Frage von der Familie Wittmannsgruber an meine Frau, wenn du den nicht lässt, wirst du von mir als Köchin entlassen. Ja, meine Frau fragte mich sofort, na, wie schaut's aus mit uns zwei? Ich habe gesagt, du brauchst keine Angst haben, ich stehe für dich ein. Und so wurde die Familie gegründet. Ja, das. Sie waren sehr lange verheiratet da. Ja, Gott sei Dank. 67 Jahre. Aber der Aufbau war wunderschön. Warum? Jedes Stück, was mir erarbeitet haben, meine Frau. Und meine Frau hat auch verschiedene, sie war eine gute Näherin. Und so bekamen wir immer genug. Und eines Tages eine wunderschöne eine neue Wohnung in Kemmerton, wo das erste Mal ein Bad war in der Wohnung. Das hat es ja nirgends gegeben. Ne? Ja, es war ein schöner, wirklich sehr schöner Aufbau. Alles gemeinsam. Es gab ja nichts zum Kaufen. 48, 49, nichts, aber so gar nichts. Aber eben durch Fleiß hatte ich ja die Gelegenheit, durch Geschäft mit anderen das Geschäft aufzubauen. Und muss ehrlich sagen, es ging von Jahr zu Jahr besser. Danke, dass Sie das so schon mal teilt haben. Ich finde es sehr wichtig, so diese Zeitgeschichte festzuhalten, weil heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, was das heißt, das durchzumachen. Und wie geht es Ihnen dann so, wenn Sie das jetzt wiedersehen, dass es wieder alles irgendwie so anfängt mit dem Krieg? Wie geht es Ihnen so, wenn Sie das hören vor allem? Ja, das kann man gar nicht, das kann man nicht schildern. Ich muss ehrlich sagen, ich will nicht erinnert werden. Ich mag nicht mehr. Weil dann erlebst du das noch einmal. Und das will ich nicht. Sie haben ja damals keine Wahl gehabt, Sie haben einrücken müssen. Ja, da hat dich ja niemand gefragt. Wenn du nicht, das warst du das Erste, der was weg war. Da hast du nie wieder sind verschiedene, ja, das hat es gegeben. Aber die ist niemand mehr gesehen. Ach, das war furchtbar. Das kann sich ja niemand vorstellen. Du warst eine Null, aber eine ausgesprochene, du hast überhaupt nichts zum Sprechen gehabt. Der Befehl war immer nur Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Das war alles. Und was können wir machen, dass sich diese Zeit nicht wiederholt? Das weiß ich nicht. Da weiß ich, an so einem Rat weiß ich nicht, was da. Das war. Ich möchte es halt nie wieder erleben. Sie waren ja so jung damals, ich bin jetzt 25 Jahre, mit 25 Jahren haben Sie das alles schon durchlebt. Sie waren mit 19 Jahren oder 18 Jahren hat das schon angefangen. Ja, sehr richtig. Ne? Ja, furchtbar. Du hast eins, du warst jung und Gott sei Dank
weil es den anderen auch nicht besser gegangen ist. Ne? Hast du jetzt ein bisschen leichter vertragen. Ich hatte nur eines, ja, das muss ich schon sagen. Den Glauben habe ich nie verloren. Obwohl es so schlimm war. Aber den Glauben habe ich ja nie verloren. Aber nie wer sollte sowas erleben müssen. Das ist das, was ich niemandem gesagt habe, bis zur Stunde, weil ich nichts hören will davon. Ich glaube kaum, dass ihr jemals einmal was gehört habt. Nein. Hast du immer gesagt, das wirst du nicht. Das ich habe nie gesprochen von denen. Frieden! Frieden und noch einmal Frieden. Für alle.